Seit Anfang des Monats ist Nobelpreiszeit. In der weltweiten Wissenschafts- und Forschungswelt gibt es wohl keine größere Ehrung als eben diesen Preis. Was die diesjährigen Nobelpreise mit einem Studienabbrecher oder dem Jetlag beim Reisen zu tun haben, jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Er soll an all diejenigen gehen, Zitat, die der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. So hat es mal der Stifter Alfred Nobel selbst gesagt. Und zu dieser riesengroßen Ehre kommt auch noch ein Preisgeld von knapp 1 Million Euro. Wow! Nobelpreis Physik. Einstein hatte recht. Der Nobelpreis Physik geht 2017 gleich an 3 US-Physiker, die auf den Spuren von Albert Einstein wandeln. Sie haben jeweils mit ihren Experimenten und mit ihrer Grundlagenforschung zum ersten Mal den Nachweis von Gravitationswellen erbracht. Rainer Weiss, Kip Thorne und Barry Barish haben tatsächlich Einsteins Formelwerk bestätigt. Und ihr wisst alle, die Messung von Gravitationswellen ist nicht nur für die Physikwelt eine Sensation. Und auf diesen Moment hatten weitaus mehr als 1000 Forscherinnen und Forscher hingearbeitet. Besonders spannend ist dabei die Geschichte von Rainer Weiss, der tatsächlich selbst diesen einen unfassbar wichtigen Augenblick verpasst hat. Am 14. September vor 2 Jahren um 5:51 Uhr amerikanischer Ortszeit lag er erstens noch im Bett und war zweitens im Urlaub, weit weg von seinen beiden kilometerlangen Detektoren, die plötzlich erzitterten. Erst dachte er nur, das sei ein Fehlalarm, ein Pseudosignal von seinem Forschungsteam, um zu testen, ob er noch schläft. Nee, ob die Datenauswertung auch sauber arbeitet. Doch dann war klar, dass das System nach einem Update für solch einen Fehlalarm noch gar nicht bereit war. Und das war der große Moment, der von jetzt auf gleich alles veränderte. Nach jahrzehntelanger Suche hatten sich Gravitationswellen messen lassen, ausgelöst durch den Zusammenstoß von 2 schwarzen Löchern. Und wie immer in der Wissenschaft ist solch eine Entdeckung noch deutlich mehr wert, wenn sie wiederholt werden kann. Und tatsächlich auch folgende Messungen bestätigten den Nachhall solcher Kollisionen. Wow! Dass dafür der Nobelpreis fällig war, ja eigentlich nur noch eine Formsache. Wenn man die Kindheit von Rainer Weiss kennt, dann hätte man damit aber absolut nicht gerechnet. 1932 wurde er in Berlin geboren. Seine Familie floh dann vor den Nationalsozialisten in Deutschland, erst nach Prag, dann nach New York. Er bastelte viel, vor allem gerne im Bereich Elektrotechnik. Doch das Studium am renommierten MIT langweilte ihn schnell. Ja, warum nicht? Und so wechselte er in die Physik. Aber auch das brachte er nicht zu Ende, denn er verliebte sich in eine Pianistin und sein Herz führte ihn weg nach Chicago. Verrückt, komplett gaga, hat er später mal dazu gesagt, denn am Ende war sie weg und das Studium auch. Er ging dann als Labortechniker zum MIT zurück und arbeitete sich dort zum Professor hoch. Zitat: Wir haben nicht groß über Gravitationswellen nachgedacht, die Technik war faszinierend. Wir hatten solchen Spaß dabei, sie zum Funktionieren zu bringen. Ein bisschen wie Kinder in einem großen Sandkasten. Nobelpreis Chemie, schockgefrostetes Leben als Kinofilm. Salmonellen sind immer mal wieder in den Schlagzeilen, Bakterien, die durch Lebensmittel übertragen werden und beim Menschen Durchfall auslösen können. Also deshalb Hühner- und Hähnchenfleisch gut waschen und ordentlich durchbraten oder backen. Ja, und auch jetzt bin ich etwas vom Thema abgekommen, sind sie im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal besonders groß herausgekommen, denn die Erfinder der Kyromikroskopie haben jetzt den Nobelpreis bekommen. Das ist eine Technik, die die kleinsten Strukturen von Leben und ihre atomaren Details sichtbar macht, eben zum Beispiel ein Salmonellenbakterium, das eine Körperzelle infiziert oder aber andere Zellen, Viren oder Moleküle einzelner Eiweiße, die nicht einmal unter einem Elektronenmikroskop zu erkennen wären, denn seine Strahlung würde sie zerstören. Voll cool, also Kyro ist dagegen das Kyroelektronenmikroskop. Die Objekte werden sehr schnell auf minus 180 Grad Celsius heruntergekühlt, schockgefrostet quasi, und verschiedene Zustände, Momentaufnahmen eines Moleküls sind so sichtbar, und zwar ganz ohne Farbstoffe. Tatsächlich eine absolut revolutionäre Technik, zeigt sie Forschungsteams doch beispielsweise Schnappschüsse davon, wie gerade ein Stück Erbgut kopiert wird oder Eiweiße ein Stückchen herausschneiden. Ganz großes Kino also, und die Schauspieler sind Mikroben, denn die Methode erlaubt es, ins Innere von Molekülstrukturen zu schauen und solche großen Momentaufnahmen zusammenzufügen, und das auch noch in 3D. Diese Technik nach vorne gebracht haben Jacques Dubochet, Joachim Frank und Richard Henderson, und genau sie haben dafür jetzt den Nobelpreis in Chemie gewonnen. Der Schweizer Dubochet zum Beispiel hatte in den 80er Jahren eine Methode entwickelt, durch die Proben aus lebendem Material eingefroren werden können, ohne dass sie dabei zerstört werden.
Nobelpreis Medizin, deswegen sind wir abends müde. Das Leben auf der Erde ist der Rotation unseres Planeten angepasst. So ähnlich heißt es in der Pressemitteilung des Nobelpreiskomitees. Für die Erforschung der sogenannten inneren Uhr haben in diesem Jahr 3 US-Forscher den Medizin-Nobelpreis gewonnen. Wie wichtig die innere Uhr ist, merken wir spätestens, wenn sie aus dem Takt kommt. Zum Beispiel bei einer Reise durch verschiedene Zeitzonen oder bei Schichtarbeit. Die Umgebung und die innere Uhr passen dann nicht mehr zusammen. Das Ergebnis: ein fürchterlicher Jetlag. Ist die innere Uhr dauerhaft aus dem Rhythmus, dann kann dies tatsächlich krank machen. Das Risiko für verschiedene Krankheiten steigt. Die innere Uhr sorgt also tatsächlich für unser Überleben. Sie steuert Hormone, Körpertemperatur und natürlich unseren Schlaf. Der Verdienst der 3 Wissenschaftler sind die Entdeckungen, wie Menschen, Tiere und Pflanzen ihren Rhythmus so anpassen, dass er mit dem Rhythmus der Erde, also Tag und Nacht, zusammenpasst. So die Nobelpreisjury. Ihre Forschung fand zum großen Teil in den 70er und 80er Jahren statt, ist also schon ein bisschen her, und zwar an der Fruchtfliege. Sie identifizierten Gene, die die innere Uhr kontrollieren. Ein Gen, das sie entdeckten, nannten sie Period. 1984 gelang es ihnen, es zu isolieren, und damit ging dann die Jagd auf die verschiedenen Grundlagen und Funktionsweisen der inneren Uhr überhaupt erst so richtig los. Später entdeckten sie ein Protein, PER, das nachts ansteigt und tagsüber abnimmt. Also genau wie der 24-stündige Tag-Nacht-Rhythmus. Und es folgten noch weitere Entdeckungen, eine Reihe von Proteinen, die für die Steuerung der inneren Uhr zuständig sind. Sie alle bilden in der Gesamtheit einen eigenen Zyklus, und zwar dadurch, dass manche hemmend und manche aktivierend wirken. Morgens also werden alle physiologischen Prozesse gestartet, die uns aktiv machen. Abends passiert das Gegenteil. Um das Großartige also noch einmal auf den Punkt zu bringen: die innere Uhr produziert selbst einen Rhythmus, sagt dem Körper, auf was er sich vorbereiten muss, und beeinflusst tatsächlich komplexe physiologische Vorgänge wie Blutdruck, Schlafmuster oder die Ausschüttung von Hormonen. Ansonsten gibt es übrigens auch noch den nicht so richtigen Wirtschaftsnobelpreis, der aber eben nicht auf den Stifter Alfred Nobel zurückgeht, den Literaturnobelpreis und natürlich den Friedensnobelpreis, die aber hier bei Clixum, glaube ich, etwas den Rahmen sprengen würden. Nobelpreise gibt es also für die bahnbrechendsten Erkenntnisse und über die wichtigsten Ereignisse, wie zum Beispiel die Gravitationswellen. Darüber berichten wir hier bei Clixum täglich. Wenn ihr also kein Video verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht auf die Glocke. Hier geht es weiter mit dem Video zum Thema Gravitationswellen, das wir sogar ein paar Tage vor der Verkündung der Entdeckung online gestellt haben. Da hatten wir, glaube ich, einen ganz guten Riecher. Da gibt es in diesem Video alle Infos zum Thema. Also unbedingt draufklicken, viel Spaß dabei, und ansonsten bis dann, bleibt dran.